So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem News-Video mal in einem anderen Style. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, was wir heute machen wollen, ist uns kurz diese verrückte Geschichte zu EncroChat angucken. EncroChat war eine Software, die Kryptotelefone benutzt hat. Kryptotelefone in dem Sinne, dass sie wirklich mehrere tausend Dollar dafür verlangt haben, dass sie geroutete, also veränderte Smartphones, also in dem Fall waren es Android-Smartphones, zur Verfügung gestellt haben, bei denen zum Beispiel die Kamera ausgeschaltet war und so weiter und so fort. Ziel davon war, dass man damit eine App benutzen konnte, EncroChat-App, die tatsächlich Ende zu Ende verschlüsselt war und die wirklich die einzige App war, die nach außen kommuniziert hat. Das heißt, möglichst absolut perfekte Anonymität. So. Und ja, das Ganze ist jetzt ein bisschen nach hinten losgegangen, denn die Polizei hat tatsächlich EncroChat gehackt. Und ich will heute mit euch klären, wie das überhaupt möglich sein kann. So, fangen wir an. Also die Android-Telefone, die waren geroutet, das heißt, da ist nichts nach außen rausgegangen, die hatten auch nicht irgendwie eine Schwachstelle oder sowas. Nein, was die Polizei hier gemacht hat, ist, sie haben den EncroChat-Server gehackt. So, jetzt ist es aber so, wenn man auf den EncroChat-Server zugreift, sollte man exakt gar nichts wissen. Das bedeutet, die Polizei hatte genau dieselben Informationen wie EncroChat, nämlich gar keine. Und zwar ist es so, Public Key Kryptographie hier wieder mal ganz kurz aufgefrischt. Wenn ich auf der einen Seite bin und mein Empfänger ist auf der anderen Seite, ja, und ich verschlüssel jetzt meine Daten, oder besser gesagt das, was ich machen möchte, dann brauche ich den Public Key, also den öffentlichen Schlüssel, den darf jeder haben, von meinem Empfänger. Ich verschlüssel also die Daten und schicke die darüber. Und niemand, außer demjenigen mit dem privaten Schlüssel, also dem geheimen Schlüssel, vom Empfänger kann die Daten wirklich dann entschlüsseln. Das heißt, egal wer diese Daten bekommt, selbst ich, der sie ursprünglich geschickt hat, selbst ich kann am Ende diese Daten nicht mehr entschlüsseln. Es geht einfach nicht, okay? Das ist mathematisch soweit geprüft. Naja, zumindest solange keine Quantencomputer da sind, haben wir kein Problem damit, okay? Und es gibt sogar Methoden, die gegen Quantencomputer sicher sind. Gerne da auch mal bei meiner Kryptographie-Playlist nachgucken. Da erkläre ich alles im Detail, was da so vor sich geht. So. Und jetzt hat es natürlich der Polizei überhaupt nichts gebracht, dass sie auf die EncroChat-Server zugegriffen haben. Naja, nicht so ganz. Was die da gemacht haben, also übrigens, sie haben dort tatsächlich dann 19 Drogenlabore hochgenommen, mehrere tausend Kilo Koks gefunden, Crystal Meth und andere Drogen beschlagnahmt und so weiter und so fort. Allein in den Niederlanden wurden 20 Millionen Euro beschlagnahmt, was schon alleine krank genug ist. Okay, jetzt, wie hat die Polizei das gemacht? Nun, auf der einen Seite stehe ich als Sender und auf der anderen Seite steht jemand anders als Empfänger. Und das ist alles Ende zu Ende verschlüsselt. Was jetzt aber möglich ist, ist ein Man-in-the-Middle-Angriff. Und den will ich hier an diesem wundervollen Beispiel gerade nochmal kurz zeigen. Was die Polizei hier gemacht hat, ist, die Nachrichten werden ja alle hier auf diesem Server zwischengespeichert. So, und wenn ich jetzt hergehe und ich möchte irgendwas an jemand anders senden, an den hier, dann passiert das folgendermaßen. Ich verschlüssel die Nachricht mit dem Public Key von dem hier. Und die Nachricht geht dann auf den Server, wird dort gespeichert, weil ansonsten muss der hier ja permanent online sein. Ansonsten wäre es ein P2P-Netz und das war es nicht. Und die verschlüsselte Nachricht wird dann auf dem Server gespeichert. Und niemand kann diese Nachricht entschlüsseln. Das habe ich euch gerade erklärt. Was jetzt die Polizei gemacht hat, ist Folgendes. Sie hat gesagt, beim initialen Austausch, also hin und wieder werden diese Schlüssel mal ausgewechselt. Und zwar, wenn ich hier einen anderen Schlüssel, also quasi die Polizei in der Mitte, und die hat jetzt einen Schlüssel von mir empfangen. Also ich als Sender sage, hey Polizei, guck mal hier, das ist mein Public Key, mit dem möchte ich bitte, dass der Empfänger eine Nachricht an mich zurückverschlüsselt. Okay? Das heißt, ich schicke erstmal meinen Public Key an den anderen her, damit er überhaupt eine Nachricht an mich verschlüsseln kann. So, und die Polizei hat jetzt einfach gesagt, das ist nicht dein Public Key, der kriegt einfach unseren Public Key. Das heißt, mein Public Key wäre einfach bei der Polizei hängen geblieben. Und derjenige, mit dem ich kommuniziere, der hätte eigentlich den Public Key von der Polizei gehabt. Und das bedeutet, derjenige verschlüsselt seine Nachricht so, dass nur noch die Polizei die entschlüsseln kann. Die Polizei verschlüsselt die Nachricht dann wieder mit meinem Public Key und schickt die weiter. So, das heißt, ich bekomme meine Nachricht direkt von der Polizei und mein Gegenüber sendet die Nachricht direkt an die Polizei. So, und dadurch hat natürlich die Polizei einfach live alles mitverfolgen können. Alle Nachrichten lesen können, alle Chat-Nachrichten lesen können, selbstverständlich alle Anrufe mithören können.
alles quasi live mithören können. Und da haben sie wirklich Sachen gehört von Mord, von Entführung, geplante Entführung, alles, was da drüber eben ging. Und das waren super, super viele Geschäfte, die da drüber geplant wurden, was ich absolut faszinierend fand. Und ja, hier sieht man mal wieder, wie wichtig es ist, dass man vernünftig Kryptographie macht. Wobei in dem Fall ist natürlich die Frage, ob man das nicht sogar gutheißen kann, dass hier die Polizei die Leute festgenommen hat. Es ist natürlich so die Diskussion, darf die Polizei sowas oder darf sie das nicht? Schreibt mir das gerne mal eure Meinung in die Kommentare, wie weit die Polizei hier gehen darf. Und ja, richtig wäre gewesen, wenn man hier tatsächlich eine richtige Public Key Krypto oder Infrastruktur aufgebaut hätte. Das heißt, man müsste irgendwie die Schlüssel wirklich öffentlich zur Schau stellen und die dürften auch nicht verändert werden. Das ist natürlich in so einem Fall wirklich unfassbar schwierig, weil man keine Instanz hat, die über EncroChat steht. Das heißt, es gibt nicht irgendwie eine zentrale Instanz wie das Internet, ja, oder Google, der hier sagen kann, okay, das ist wirklich der Public Key von Krimineller A, sondern es gibt halt einfach nur dieses EncroChat-System und wenn man darauf natürlich Zugriff hat, dann hat man ein Problem. So, und ja, eine Alternative wäre gewesen, hier ein P2P-Netzwerk aufzubauen. Das funktioniert natürlich nur bedingt gut. Was man auch noch machen kann, ist, die Public Keys müssen nur wirklich in Persona ausgetauscht werden. Das heißt, ich muss den anderen wirklich zu Gesicht bekommen, also wirklich in Person treffen. Und dann kann ich die Public Keys austauschen und ansonsten kriegt sie eben niemand. Und das führt natürlich bei solchen kriminellen Strukturen wahrscheinlich eher so zum Misstrauen. Ich würde mich jetzt zum Beispiel, selbst wenn ich kriminell wäre, wahrscheinlich weniger gerne mit anderen Kriminellen treffen wollen. Aber ja, das ist bloß meine Meinung. Schreibt mir eure Meinung, wie man das hätte besser lösen können oder ob man es überhaupt besser lösen sollte, gerne in die Kommentare. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.